Ja, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben. Unsere Wand mit dem Fenster waren wir fertig. Jetzt erstellen wir unsere Tür. Alles klar. Bereiten wir schon wieder alles vor, schieben diese Wand erstmal mit Steuerung zur Seite. So. Den schieben wir auch und nach hinten. So. Okay. Jetzt duplizieren wir jetzt unsere Wand hier. Shift D. So, nach vorne. So. Und Door. So, okay. Die beiden blenden wir wieder aus. Die brauchen wir nicht. Eins. Und jetzt holen wir uns mit Shift A ein Image Reference Bild. So, schauen wir mal. Ja, genau, das war das. Ja, das ist das Bild, was ich mir wieder ausgesucht habe. Der Link wird in der Videobeschreibung äh, zum Download bereitgestellt, ja? Und hier wieder dasselbe, ich wiederhole mich. Ihr könnt eure Tür oder Tor, das was ihr aussucht, selber hier einsetzen. Das ist die beste Möglichkeit, so besser modellieren zu können, ja, wenn ihr mit euren eigenen Bildern hier einsetzen könnt. Ne? So, okay. Das blenden wir jetzt auch aus. Jetzt richten wir uns nur an diesem Bild hier. So, okay. Nach oben etwas. Sagen wir hier. Ja, unsere Wand ist ja 2 Meter mal 2 Meter. Dementsprechend müssen wir auch schon mal den skalieren. Ein bisschen so. Ein bisschen noch. So. Genau. Okay. Ein kleines Stück nach hinten. So. Alles klar. Machen wir uns das Fenster ein bisschen größer. Ja. So, und jetzt, wie gehabt, wir holen uns jetzt eine Plane mit Shift A. Genau, da haben wir es. RX 90. So. Und jetzt in Edit-Modus wieder. Skalieren wir das zurecht. So. Okay. Schieben das nach oben. Genau. Extrudieren mit E. Skalieren. So. Hier noch ein Edge oder SX. So. Okay. Hier noch eins. SX. Na, so. Ja, ein bisschen antasten, ne? Wie gesagt, mit leichtem Fingergefühl. Machen wir hier noch eins. Genau. So. Okay.
und eins in der Mitte. So. Perfekt. So. Alles selektieren und etwas noch in der X-Richtung. So vielleicht. Ja. So. Und gleich die Plane benennen. Door. So, und machen wir jetzt Wireframe hier oben. Genau. So, die Tür ist eigentlich fertig geformt. Jetzt wollen wir diese Sprossen, die da drin sind, ja, diese Rahmen, die wollen wir jetzt alles aus der Plane heraus extrudieren. Ja? Genau. Fangen wir einfach drauf los an. Steuerung R für den nächsten Loop. So, hier. Und hier noch eins. So. Hier noch eins. So. Genau. Oh. Schon wieder. Sorry Leute. Immer wieder vergesse ich Screencast einzuschalten. Aber ich glaube mittlerweile bis hierhin seid ihr bestimmt schon mitgekommen. Okay. Einmal auf A. Gut. So, jetzt wollen wir unsere Loops, die wir hier gesetzt haben, zurecht formen, zurechtschieben an diesen Sprossen hier. Ja, dann nehmen wir den hier erstmal, schieben wir den hier hin, dorthin, so. So, hier genauso. Oder wir machen das mal ganz einfach. Face Select hier. Nehmen komplett die rechte Seite hier. So. Und löschen. Komplett. So, wir arbeiten jetzt in Mirror. Ja? Den Mirror Modifier einsetzen. Jetzt ist das Spiegelverkehrt. Da brauchen wir wieder nicht doppelt zu arbeiten. Okay. So. So. Schauen wir uns das nochmal an. Okay. Ich finde, dass hier oben einfach die Vertices zu eng zueinander sind. Die wollen wir mal ein bisschen verteilen. So. Okay. Den weiter runter. So, schnell gemacht. Okay. Jetzt gehen wir auf Face Select. Nehmen unsere Fläche hier. Diese Innenflächen. Genau. E, Y und rein extrudieren.
So. Wieder auf 1. Frontansicht. Okay. Jetzt müssen wir mal die äußeren Kanten hier. So, 1, wieder. Also die äußeren Kanten, nicht die wir gerade extrudiert haben, weil ihr seht hier die Schräge, ja? So, und den wollen wir mal mit Skalierung S, so, und SX, so. Schauen wir uns das mal an, ja, sieht gut aus, okay. Und hier genauso, oben. Warte mal. Na, Alt-Taste gedrückt. So. Schauen wir uns das mal an. Okay, alles gewählt, ja. So. Wieder die äußeren Kanten und skalieren. So, ein bisschen nach oben. Okay. Nehmen wir mal diese Kante hier. G, ein bisschen weiter raus. Genau. Okay. So. Ja, genau. Auf Material. New. Door. So. Okay, den bringen wir gleich mal hier rüber. Genau. Shade. Holen wir unsere Textur hier rein, besser gesagt unseren Türbild hier. Diesen Bild-Icon geklickt und hier rüberziehen. So, okay, den schieben wir jetzt hier rüber. So. Und jetzt bauen wir diesen Modifier. Wir haben auf dieser Tür ja noch einen Modifier. Hier, den Mirror. So, und den wollen wir jetzt applyen. So. Jetzt haben wir hier unser ganzes Stück. Selektieren mit A. Ja, Edit-Modus. Für A selektieren und dann Unwrap. Kennt ihr schon? Project from View. So. A hier und selektieren. Skalieren. So. GX mit Shift-Taste gedrückt, so ganz langsam antasten. Skalieren, Shift-Taste gedrückt. So. Ja, sieht eigentlich schon. Schauen wir uns das mal an. Doch, ist in Ordnung. Okay. GY, bisschen runter. Okay. So. Jetzt müssen wir, wie ihr schon seht hier, die passen jetzt alles nicht, die müssen wir jetzt zurecht schieben. Dann nehmen wir am besten alle einzeln. G, bisschen hier rüber. So. So.
wir klicken uns mal das Bild hier an. Hier, das Bildtextur. Und gehen mal hier auf und stellen die transparent hier ein. Ja? So. Okay. So, jetzt wieder unsere Tür selektieren. So. So. Ja. Unsere Tür ist fertig modelliert. Man könnte jetzt natürlich eine Zwei-Flügeltür daraus machen, also ein Loop ziehen und dann zwei Objekte machen. Aber für unsere Zwecke reicht das so. Wir werden nicht so stark auf Details gehen. Vielleicht mache ich ein extra Tutorial für eine extra Tür, wie man das am besten mit Rechts- und Linksanschlag machen kann. Aber für diesen Tutorial brauchen wir das nicht. Ja, genau. Okay, jetzt einmal die Tür extrudieren. So. Genau. Also die komplette Edge-Kante umzu. Einmal selektieren und Y extrudieren. So. Alles klar, perfekt. Als nächstes möchte ich diesen Kreis hier, diesen Steinmauer, ja, was am Rand hier ist, den möchten wir auch modellieren und auf unsere Holzwand, sage ich schon, Steinwand mit draufsetzen. Gut, dann machen wir so. Die Tür lassen wir mal eingeblendet. Gehen auf 1. So. Okay. Shift A. Plane. RX 90. So. In Edit-Modus skalieren wir unser. Zurecht, so ungefähr. Genau. Okay. So. Und schieben wir das hier rüber. Okay. Hier wieder auf Transparency. Hier auf Wireframe. Genau. Damit wir durchsehen können. Okay. Dann fangen wir mal an. Und dann schieben wir es mal so. Okay. Genau. So. So. Ziehen das mal hoch. Genau.
E. So. Steuerung R.
So, ja, jetzt haben wir die Fläche modelliert. Ja, das ist die vordere Steinflächen. Und diese Fläche hier, die Innenfläche, werden wir zum Extrudieren benutzen. Jetzt gehen wir hier rauf. Mit Alt-Taste wählen uns diese Edge-Kante aus. Ja, genau. So, und jetzt gehen wir auf F7, F7 auf Top-Ansicht, E auf der Y-Achse und schieben das ein bisschen weiter rein oder ein bisschen mehr. So. Okay. So. Und jetzt skalieren wir es. So ungefähr. Schieben das mal ein bisschen hier rüber. Genau. Ja, genau. Okay. Oben passt es schon soweit unten, aber hier unten, das muss noch eingestellt werden. Da gehen wir auf einmal, na, Box Select. So. So, und diese Stellen hier, die wir jetzt selektiert haben, skalieren wir auf Z-Achse. So ein bisschen und runter. So. Genau. Perfekt. So, dann schalten wir mal auf. So, das brauchen wir nicht mehr. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Genau. Wir werden dementsprechend nachher die Tür ein bisschen weiter rein und ein bisschen größer skalieren, damit die Öffnung hier zugeht. Ja? So, okay. Jetzt wieder auf 1. Schieben wir unser Fenster wieder hier ran. So. Genau. Jetzt hier, genauso wie beim Fenster, New Material, New, Door, das ist die Tür, die wir auch für unsere Türtextur genommen haben. Und hier 2, hier, draufklicken. Jetzt haben wir eine Kopie gemacht von unserer Texturshader und nennen das Door. Ja, so, nennen wir das mal so. Okay. Edit-Modus. A, alles selektieren. Unwrap Project from View. Okay, jetzt haben wir unseren Unwrap hier drauf. A, alles selektieren und skalieren. Okay. Ein bisschen hier rüber. So. Okay. Unser Bild hier, den wir reingefügt haben, den brauchen wir nicht mehr, den löschen wir. So. Das sieht gut aus. Wir nehmen jetzt unsere Tür hier und schieben das mal ein bisschen weiter rein. Genau, perfekt. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Steine hier, die Steine, das sind ja die Fugen. Und da habe ich extra ja die Loops auch hingesetzt. Da werden wir mal die Fugen hinein extrudieren. Ja? So, dann wollen wir mal, selektieren wir mal unseren Rahmen hier. Steinmauerrahmen. Gehen auf Edit.
Edge Select wählen, Alt-Taste gedrücken und die äußere Kante hier wählen. Ja. Erstmal gucken. Ja, ist in Ordnung. Okay. So. Jetzt extrudieren wir erstmal auf der Y-Achse die äußere Kante nach hinten. Na. Ups. So. Genau. So. Jetzt gehen wir auf Face Select. So, mit Alt-Taste gedrückt, eine von dieser Kante wieder wählen, damit die ganze Fläche hier gewählt ist. Ja. So. Wir gehen mal auf, ja, machen wir erstmal 3. Seitenansicht, Unwrap vom View. Das ist das hier jetzt. Genau. Und schieben das mal ein bisschen hier rüber. So. Skalieren das. Bisschen hier rüber. So. Genau. Hier oben nehmen wir mal diese Flächen. So. 7. Top-Ansicht. Unwrap Project from View. Und den schieben wir mal hier oben hin. So. Skalieren wir. So. Genau. So. Okay. Bevor wir jetzt hier einmal Steuerung A, Rotation und Scale. Ja. Das ist wichtig. Immer wieder, wenn ihr modelliert habt, so immer Rotation of Scale. Okay. Gut. Edit-Modus. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Fugen hinein. Zum Beispiel, wo fängt das denn an? Moment. Okay, hier fehlt eins. Steuerung R. Da setzen wir gleich eins hin. So. Hier. So, und jetzt sagen wir Steuerung B. Ziehen das ein bisschen auseinander. So. E für extrudieren. Rechte Maustaste loslassen. Und S skalieren. So. Und hier genauso. Ah, ich sehe schon hier was. So, die müssen wir ein bisschen weiter runterziehen. So etwa. Okay. B für Box Select. Hier auch. Ja, muss nicht unbedingt alles gerade sein. Es ist sowieso Steinblöcke. Okay. So. Gehen wieder auf Edge. Select und hier könnten wir eigentlich... Nee, das müssen wir hier machen. Genau. Den ziehen wir ein bisschen weiter hoch. Etwas. Und den auch. Kleines Stück. Ziehen uns extra ein Loop hinein. So. Genau. Und hier nehmen wir den mittleren hier und skalieren das einfach. Das mal rein. So. Okay. Jetzt, weil wir es natürlich jetzt skaliert haben, ist die Textur ein bisschen gestretched. Das ist überhaupt kein Problem. Gehen wir hier rauf. Alt-Taste gedrückt. Nehmen wir diese Flächen hier. So.
gehen auf Unwrap Project from View. So, ziehen wir das hier rüber und skalieren das. So. Unwrap. Und schieben das hier rüber. So. Okay, jetzt nehmen wir hier Add Select. Alt-Taste gedrückt. Hier können wir wieder Steuerung B. So. Loslassen. E. Rechte Maustaste. S. Und rein. So, und das machen wir jetzt komplett alle Edge-Kanten mit dem Fugen, ja? Steuerung B. E. Und skalieren. Steuerung B. E skalieren. Steuerung B. Na. Hier passt es nicht so richtig. Dann müssen wir besser darüber ziehen. So. Skalieren. Steuerung B. E. Skalieren.
So, ja, unsere Tür ist auch fertig, modelliert. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mit dem Shader noch ein bisschen was einstellen. Genauso wie beim Fenster. Wählen erstmal unsere Tür. So, okay. So. Holen uns einen Vektor Bump Map. Converter. RGB to BV. Schieben das hinein. So. Und einen Color Ramp. Und den in den Faktor. So. Okay. So, okay, das ist jetzt sehr viel. Da gehen wir erstmal mit der Skala auf 0,1 und den Spekulär weiter runter. So, dann sagen wir 100 und den Rowness weiter höher. Okay. So, und jetzt mit Shift-Taste gedrückt. Ja. Wir könnten die Flächen hier noch ein bisschen weiter reinsetzen. Ein kleines Stück. So. Genau. Schauen wir uns das mal an. So. Okay. Okay. So, den Roll ist wieder weiter hoch. So. Genau. Perfekt. So, und jetzt unsere Schneimauer. Da kopieren wir erstmal diese 3 Elemente hier und fügen das einfach hier rein. Ne? Steuerung C und ja, jetzt haben wir es. So. So, jetzt haben wir schon diese Rifflung, ist aber auch ziemlich. Gehen wir auf Specular wieder runter, auch hier. So. So. Ihr seht hier zum Beispiel die weißen Flächen, die werden ein bisschen herausgehoben. So. Ja, ein bisschen zu viel. Gehen wir auf 300. Genau. Okay. So, die Tür ist fertig und die werden wir jetzt in unsere Mauer einsetzen. Ja, jetzt wollen wir unsere Steinumrandung und die Tür sozusagen jetzt joinen, dass es zu einem Objekt wird, ja? Einmal check, alles in Ordnung ist. So, gucken wir mal. Ich sehe gerade, wir haben eine kleine Öffnung hier. Ich gehe mal auf Base.
Einmal ausschalten. So sieht man das besser. Seht ihr das? So, das müssen wir eben noch verschließen. Dann nehmen wir unsere Tür. Ja, ungefähr. So. Ein bisschen hier ran. Und skalieren die Tür etwas auf der X-Achse. So. Genau. Hier hat die Steinmauer. Wir blenden mal einmal kurz die Tür mal weg. Aha. Ich sehe gerade, der ist gar nicht, ist ein bisschen krumm. Dann gehen wir auf Circle Select, also mit C. So. Ja. So, komplett. Okay, skalieren das. Diese Edge-Seite hier, da wo die, so, ihr seht ja, das ist überhaupt nicht gerade. Wahrscheinlich beim Extrudieren ein bisschen verformt. Die nehmen wir noch weg. Diese hier. S, X und ein bisschen gerade stellen. So. Und ein bisschen weiter rein. So. Ja, perfekt. Okay. Ja, genau. Okay. So. Jetzt einmal die Steinmauer wählen. Ja, die Umrandung. Shift gedrückt halten und die Tür. Und Steuerung J. So, unsere Tür ist jetzt gejoint. Ja. Jetzt holen wir unsere Wand. Wo haben wir unsere Wand? Da. Genauso wie beim Fenster wollen wir jetzt die Tür in diese Mauer einsetzen. 1. Einmal Frontansicht. Einmal Mitte setzen. Ja, das passt optimal, perfekt. Okay, jetzt können wir den ein bisschen nach vorne schieben. 1. So, jetzt wollen wir aber ein Modifier benutzen, ein Boolean. Ja, während diese Form hier, sozusagen, wir werden uns jetzt eine Form erstellen. Mit Shift A wollen wir jetzt einen Zylinder. Ja. Machen wir 24 Frontansicht. Machen wir mal 18. Okay. So. Den bringen wir jetzt nach vorne. So. R X 90. Skalieren das jetzt so runter. Und hier hoch. Genau. So, das passt schon mal. Okay. So, als nächstes wollen wir die Flächen hier von unserem Zylinder, die unteren, ja, perfekt. Wir gehen einmal auf Wireframe-Modus hier. Skalieren das jetzt hier runter. So. Bis da unten hin. So, diese Flächen, die wir jetzt gerade hier unten gewählt haben, mit SZ0. So, jetzt haben wir die gerade gestellt. Okay, bisschen noch. So. Genau. Also, diese Mesh, dieses Zylinder, dass es so in der Größe passt, dass das innerhalb dieses Objektes ist. Ja, ist klar. Okay. So, jetzt ist das schon in unserer Wand, ja, positioniert. Einmal Wireframe wieder raus. Das ist unsere Mauer, die selektieren wir jetzt. Gehen auf unser Modifier.
Boolean. Dann nehmen wir Boolean. So. So, und jetzt haben wir hier ein Modifier, wo wir sozusagen eine Form von einem Mesh-Objekt die Form heraus extrudieren können. Also die Form wird hineingebaut sozusagen. Besser erklären kann man das. Jetzt haben wir eine Pipette hier. Ja. Diese Pipette. Einmal wählen. Und jetzt wählen wir diesen Zylinder. So, jetzt ist das Zylinder gewählt. Und ihr seht schon, was passiert ist. Ja. Die Mauer, der hat jetzt einen Durchbruch bekommen, jetzt genau von der Form von dem Zylinder, den wir jetzt erstellt haben. Genau. Und das ist unser Ziel. Jetzt applyen wir das. Löschen unser Zylinder. Und unser Durchbruch ist da. So, jetzt können wir unsere Tür wieder nehmen. Und Steuerung S erstmal rein. So. Und jetzt mit GY ein Stückchen weiter raus. So. Okay. Einmal Textur anzeigen. Ja. Ja. Für mich reicht's. Es sieht eigentlich gut aus. Wir könnten natürlich noch mehr machen, Detail, aber das würde die Tutorial von der Zeit her aussprengen und das möchte ich nicht. Wir gehen mal noch ein kleines Stück weiter raus hier. So. Okay. So. Aber ich finde, dass wir die oberen Kanten hier, wir gehen mal auf Edge Select. Das sticht mir doch ziemlich ins Auge. Da wollen wir ja noch ein Bevel setzen. Das ist zu kantig. Sagen wir, wählen uns mit Alt-Taste, wie gesagt, die äußere Kante hier, mit Alt-Taste gedrückt. Und Steuerung B. Und ziehen das mal ein bisschen weiter raus. So. Okay. Genau. Ja, so sieht es besser aus. Alles klar. Okay. Und jetzt als nächstes wird das jetzt wieder gejoint. Wir wählen unsere Tür und dann die Wand und Steuerung J. Perfekt. So, das war's. Unsere Tür ist fertig. Unser Aufwand mit der Tür ist fertig. Und jetzt wollen wir in dem nächsten Tutorial die Ecken erstellen. Wir werden die Ecke für diese Hauswand noch erstellen. Und das ist eigentlich ziemlich eine schnelle Geschichte. Da werden wir speziell... Ja, unsere Tür ist fertig. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Ich versuche die Tutorials wirklich so Schritt für Schritt ranzugehen und ich hoffe, ihr kommt auch mit und ich wünsche, ja, dass ihr beim nächsten Tutorial uns wieder sehen könnt und da werden wir langsam anfangen, auch die Ecken zu erstellen für unsere Hauswand und dann irgendwann bauen wir unser Haus dann zusammen. Ja? Ich bedanke mich fürs Anschauen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!